Ich fahre heute mit einem Stück Heimat. Das Auto kommt aus Bremen, ich komme aus Bremen. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Ein 100%ig waschechter Bremer ist dieses Auto nicht. Es steckt ein bisschen Köln da drin. Denn dies ist die Cabrio-Variante und die wurde beim Karosseriebauwerk Karl Deutsch in Köln gebaut. Die Experten von euch wissen schon längst, wovon ich rede. Ich spreche nämlich über die Borgward Isabella TS Cabrio. Die Isabella kam 1954 auf den Markt. Zuerst nur als dreitürige Limousine, später dann auch als Kombi, mit C geschrieben wohlgemerkt. Und die Isabella war aus dem Stand heraus ein absoluter Verkaufsschlager. So stellten sich die Leute Mitte der 50er Jahre in Deutschland ein Auto vor. Ausgewogene Proportionen, eine moderne Ponton-Karosserie, ausreichend Chromschmuck. Für viele war die Isabella das schönste Auto überhaupt. Für einige ist sie es bis heute. Entworfen wurde die Isabella übrigens von Karl Friedrich Borgward persönlich. Das Cabriolet entstand nicht bei Borgward in Bremen-Sebalsbrück, sondern beim Karosseriebaubetrieb Karl Deutsch in Köln. Und es war technisch eine enorme Herausforderung, die Limousine zu einem Cabriolet umzubauen. Denn wenn man bei einer selbsttragenden Karosserie das Dach wegnimmt, verliert das Fahrzeug automatisch an Steifigkeit. Es wird weich. Diese technische Meisterleistung hatte natürlich ihren Preis. Ungefähr 10.000 Mark kostete eine Isabella TS in der exklusiven Cabrio-Variante. Noch exklusiver wurde es dann mit dem Erscheinen des Isabella Coupés, denn auch das Coupé wurde bei Karl Deutsch in Köln umgebaut zu einem Cabriolet. Ungefähr 12 bis 20 Exemplare sind entstanden, Kostenpunkt um die 15.000 Mark. Großer Motorraum, kleiner Motor, das heißt, ich habe viel Platz zum Schrauben und zum Arbeiten. Angetrieben wird die Isabella von einem 1,5 Liter Vierzylindermotor mit Fallstromvergaser. Das reicht für satte 75 PS in der sportlichen TS-Version und ist gut für 150 km/h Spitze. Der Name Isabella kommt übrigens von Borgward persönlich. Angeblich haben ihn seine Ingenieure gefragt, welchen Namen sie dem Prototypen geben sollen, mit dem sie zu Versuchszwecken unterwegs waren. Borgward soll daraufhin entgegnet haben: mir egal, schreibt meinetwegen Isabella drauf. 1961 ist Schluss. Bei Borgward gehen die Lichter aus. Die Firma muss Konkurs anmelden. Bis heute ranken sich zahlreiche Mythen um diesen Bremer Wirtschaftskrimi. Das ist bitter für Karl Borgward, aber besonders bitter für die tausenden Bremer Borgward-Beschäftigten. Für die Isabella ist 1961 noch nicht ganz Schluss. Bis 1962 verlassen nämlich noch Fahrzeuge die Werkshallen in Bremen. Es sind noch Karosserien vorhanden, es sind noch Teile vorhanden. Danach wird die Produktionsanlage abgebaut und nach Südamerika verschifft. Und dort entstehen nochmal 1000 weitere Isabellas. Die Borgward Isabella hat für damalige Verhältnisse ein relativ modernes Fahrwerk an der Vorderachse. Statt konventioneller Blattfedern wie beim Vorgänger Hansa 1500, Hansa 1800 kommt hier eine Schraubfederung mit Doppelquerlenkern und Stabilisatoren zum Einsatz. An der Hinterachse gibt es eine Pendelachse. Ihr wollt noch mehr Autos von Borgward sehen? Kein Problem. Besucht uns im PS-Speicher oder im PS-Speicher Depot Automobilen. Dort haben wir eine wirklich große Sammlung von Borgward-Fahrzeugen. Ich freue mich auf euch. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.